Bist du sicher? Hallo meine Lieben, willkommen wieder bei Vivi kocht. Heute habe ich einen ganz besonderen Schauspielkollegen und zwar Siegfried Terporten. Voilà. Voilà. Der eine oder andere kennt ihn sicher. Ah, hoffentlich. So, So. Siggi, schön bist du da. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Sehr gut, das freut mich. Und ich habe Hunger. Super, das freut mich umso mehr. Und zwar machen wir heute eine Frittata und wir machen zweierlei Frittata, habe ich mir überlegt, weil Frittata ist ja wie das ist ein italienisches Omelette. Ja. Und zwar machen wir einmal eine Frittata mit grünem und weißem Spargel. Okay. Gemixt. Gemixt, Okay. weil es sieht schön aus. Mit Burrata, das ist so eine Art Mozzarella. Frittata, Burrata. Kann man sich gut merken. Frittata, genau. Und dann machen wir noch eine ganz klassische Frittata und zwar mit Zwiebeln und ich dachte, Porree ist auch nicht schlecht. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwo diesen Speck unterbringen. Unbedingt. Okay. Ja. Sehr gut. So. Dem Käse. Achso, ja genau, der Käse. Und zwar habe ich noch viererlei Käse heute. Einmal habe ich einen Rohmilch-Raclette-Käse. Woher? Aus dem Wallis? Aus dem Toggenburg. Oh, Mist. Und dann habe ich noch ein Parma. Ja. Genau, weil Siggis Frau ist Walliserin. Und mein Freund ist Toggenburger. Hilft nichts. Nee, hilft nichts. Genau. So, und dann noch ein Blauschimmelkäse, ein Parmigiano Reggiano und ein Grano Padano. Gucken wir mal, wo wir das noch unterbringen. Genau, super. Also ich mache die Zwiebeln. Du machst die Zwiebeln? Ja, die übernehme gut. ich. Da habe ich nichts dagegen, weil die Heulerei spare ich mir. Genau. Bist du sicher, dass du die machst? Na klar, das ist kein Problem. So, und... Weil ich bin nicht geschminkt, also von daher... Okay, und Ja. was toll wäre, habe ich letztens von einem guten Kochkollegen, nee, ich bin nur eine Hörbeköchin, und zwar schält er auch den grünen Spargel unten. Also nicht abschneiden. Steff, nee, ein Ich bisschen. dachte, man macht es immer so, man biegt die so, also bei denen geht mach es es ja halt nicht. mal. Ja, eigentlich, also bei den Weißen ist Ja. das so, darf ich mal so einen langen haben? Na, logisch. Dann nimmt man die eigentlich und man biegt die und dann, da wo sie brechen, sind sie gut, aber das ist schon, das habe ich mal so gelernt, aber ich schneide es natürlich auch immer ab, weil so viel weggeht, aber das kann gar nicht sein. Da wo sie brechen, sind sie eigentlich, Okay. dann vielleicht müssen wir sie weiter hinten nehmen, Ja, den genau. Rest kannst du weghauen, aber mach. Siggi, Ja. sage mal, was ist denn dein Lieblingslebensmittel? Mein Lieblingslebensmittel ist, also wir können es ja mal ein bisschen trennen, Gemüse. Ja, Ja, okay, Gemüse. erstmal grob. Artischocke habe ich jetzt. Wirklich? Ja? Ja, einfach so im Wasser gedämpft, oder? Und Ja. manchmal, Baba macht sie im Schnellkochtopf. Super. Und dann einfach mit Mayo dazu, eine selbstgemachte Mayo. Oh. Ja. Obwohl ich das sehr, und eine vegane auch noch dazu. Das Habe ich gibt doch auch irgendwie- in meinem Blog. Hast du auch drin? Ja, Siehste? wie macht das mit Sojamilch? Sie macht das mit, ja. Du, ich weiß es Alle nicht. was, aber- Veganer, das ist ja toll. Ja. Aber das gelingt auch nicht immer ganz gut. Warum? Ja, weil ich glaube, die Konsistenz und so ist halt Ah, auch eher okay. schwierig, das Ganze. Ja, das ist nicht einfach. Ich mache manchmal ein bisschen Gurkenmehl mit rein. Siehst du? Wäre auch noch eine Frage, süß oder salzig. Eher süß. Ah. Auch zum Frühstück süß. Okay. Ja. Stimmt, du machst ja auch selber Marmelade, ne? Mache ich auch, genau. Ja. Außer ein spätes Frühstück natürlich, dann Weißwurst. Natürlich als Bayer muss man Weißwurst mögen. Da geht das natürlich. Siggi, du kannst ja kochen. Ich kann, Doch, ne? doch, also so, es gibt so ein paar Gerichte, die ich ganz gut kann. Ja? Ja. Cholera. Wie bitte? Cholera. Dieses Walliser Gericht, wo du mit Raclette, Kartoffeln, eigentlich so Reste essen im Teig. So wie so ein Kuchen, Ja. ein salziger Kuchen. Hast du kochen gelernt? Nicht von der Mama, weil die immer gekocht hat bei uns zu Hause. Also die hätte es wahrscheinlich gern gesehen, wenn wir das gemacht hätten, aber Ja. das gab es bei uns nicht. Also, Aha, sie hat immer gekocht. Ja, war Hausfrau Ja. und 4 Kinder waren wir und da war die natürlich daheim und hat gekocht. Aber das heißt natürlich, das war so bei uns. Und Papa hat eine Firma gehabt. Und die hat immer sehr gut und sehr reichhaltig gekocht, aber auch sehr lustig, weil es gab eigentlich immer die Sachen vom Vortag, die Sachen, die übrig geblieben sind, die gab es am nächsten Tag dann wieder mit dem neuen Gericht. Und so hat sich das immer alles vermischt.
wurde nichts weggeschmissen. Das gab es nicht. Also meine Mama zum Beispiel hat es gehasst, wenn sie Fernsehen geguckt hat und es wurden Torten geschmissen. Oder so. Ja. Aha. Die hat sich direkt aufgeschmissen. Das kannst du nicht machen, das gibt's ja gar nicht. Spinnst du, was machen die denn da? Du darfst doch keine Torte rumschmeißen, du mehr essen. Ja. Wer kocht bei euch mehr in der Familie, du oder deine Frau? Es ist sehr ausgewogen, muss ich sagen. Ah. Ja, ich bin immer froh, wenn sie kocht, weil sie sehr gut kocht. Und andersrum ist es, glaube ich, auch. Sie ist auch froh, wenn ich koche, weil dann hat sie die Arbeit nicht einmal und man überrascht sich dann immer gegenseitig ein bisschen. Ja. Obwohl man doch meistens die gleichen Sachen macht. Ich meine, gut, jetzt bei dir ist es so, dass du wahrscheinlich schon probierst, immer wieder was Neues und so, oder? Ja. Also ja, man fällt trotzdem immer auf die alten Sachen. Ja, natürlich, weil die hat man einfach gern, die schmecken einfach gut. Da weiß man, dass die gelingen. Genau. Die ist nämlich auch leidenschaftlicher Jäger. Ja, leidenschaftlicher Jäger. Ist so. Ja, was hast du geschossen jetzt? Ich habe... Sie kommt nämlich gerade von der Jagd, oder? Auch, ja. Aber diese Woche war ich nicht mehr, letzte Woche war ich. Ja. Da habe ich ein Reh. Ein Reh und einen Bock. Ja. Wie schwer sind so Böcke? Oder wie groß sind die? Ja, also das ist schon so ein Tier, ne? Mit dem Rücken? So, ja, der Rücken hier so. Ja, also Kopf so hier oben? Na, Kopf ist der ungefähr. Ah, okay, gut. Ja. Und der wiegt dann so zwischen 15 und 20, 22, 25 Kilo, sowas. Und dann schleppst du die dann so aus dem Wald? Die trage oder ich so? dann, ich ziehe die dann meistens. Ah. Ja. So am Gürtel, oder was? Am Lauf, am Hinterlauf zieht man die dann raus. Ja. Krass. Zum Auto. Krass. Und dann machst du das berühmte Ich esse die Leber? Nein, das mache ich nicht. Nein. Innereien habe ich nicht so gern. Aber wenn sie gut gemacht sind, schon. Nicht zu viel, ne? Geht impfen! Impfen! Hilft ja nichts. Impfen! Einer muss sich impfen. Also 80% sollten sich ja impfen oder 70%. Ne? Man muss es ja machen. Genau, also damit wir keine meinen Teil dazu. Bravo. Damit wir keinen anstecken, darum geht es auch. Weil ja, klar, natürlich. Natürlich, klar. Ja. Und wir wollen ja alle wieder raus. Endlich. Wir wollen ja wieder in den Biergarten und all den Spaß machen, den wir sonst gemacht haben. Ja. Deswegen impfen! Impfen! Siggi zeigt jetzt, wie man Messer schleift. Also ich glaube, dass man so macht. Muss der Winkel dafür irgendwie, ich weiß nicht genau, wie viel Grad es sein soll. 45, glaube ich, ne? Nee, das wäre so. Aha. Es muss schon eher so 15 Grad, glaube ich, sein. Also wirklich ziemlich flach. Und ich habe so gesehen, dass man sich das herzieht zum Körper her. So. Oh Gott. Eigentlich so. Und hast du schon mal in die... Nein, das nicht. Vielleicht hat es auch deswegen dieses Ding da, weiß ich nicht. Aber eigentlich mache ich das immer so. Und man muss eigentlich bei dem guten Messer nicht so oft machen. Ja. Und dann streift man hier die Ding ab. Und hast du was dran? Ja. Krass. Das ist das dann drin. Und dann sollte das einigermaßen, ja, ist scharf. Und man merkt es gleich. Oh krass. Guck mal so und super scharf. Die Zwiebeln sind in Butter gegart mit ein bisschen Wasser und ein bisschen Salz. Die sind nicht braun, sondern sind so gold geblieben. Also nicht. Und die sind jetzt dadurch, dass sie jetzt eine halbe Stunde gegart wurden, sind die ganz süß. Kühlen jetzt ein Das ist eigentlich bisschen. immer das Geilste, entschuldige, wenn ich das sage, aber es ist immer das Geilste, eigentlich, wenn man nach Hause kommt oder irgendwo hinkommt und es riecht nach Zwiebeln. Gebratene Zwiebeln, oder? Butter. Dann weißt du, jetzt geht's los. Hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig. Genau. Bis da läuft dann gleich das Wasser im Mund zusammen. So. Das tue ich mal kurz kochen, damit das noch schnell kalt wird. Weil wenn ich jetzt die Eier schon reingeben würde, dann würde es schon stocken und das wollen wir ja nicht. Was isst du am liebsten, wenn du arbeitest? Ist es, oder eigentlich, oder, also wenn ich jetzt, also ich mache nebenher noch so ein paar Terrassenbau und so ein bisschen so, ne, Landschafts- und Gartenbau, das ist ja dann immer, wenn ich nichts zu drehen habe, was ja eigentlich doch des Öfteren ist, dass man nichts zu drehen hat, ne? Ja, oh, wer weiß. Naja, das kann sich immer schnell ändern, als man denkt. Das kann passieren, aber da habe ich dann esse ich gar nichts, natürlich gut frühstücken und dann vergesse ich das Essen meistens, weil ich arbeite. Weil dann arbeite ich und dann plötzlich fällt mir wieder ein, jetzt muss ich was trinken, jetzt muss ich ein bisschen Wasser trinken und so, aber sonst richtig essen tue ich dann nicht. Beim Arbeiten. Beim Drehen ist was anderes. Wenn ich drehe, da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht zu viel ans Catering gehe. Aha, okay, so rum. Wenn das durchgereicht wird, wenn irgendwo Süßes rumsteht, dann bin ich da dran. Zack. Ja. Aber könntest du mir verraten, gibt es einen Trick? Was? Einen Eieraufschlag-Trick. Aha. Naja, so, dass ich habe ja immer, oder gibt es die gute Kante oder sowas, weil das ist eine schlechte Kante, finde ich. Ja, die ist rund. Ihr müsstet da irgendwas... Ich kenne, also den einzigen Trick, den ich bei Herren kenne, ist, ich weiß, ob sie gut oder schlecht sind. Mit dem Wasser? Ja. Und das heißt, es geht wie? Achso, das ist ganz einfach. Sag mal. Das kennen nämlich viele nicht, habe ich wieder. Natürlich kennen das jetzt viele und sagen, oh, boah, langweilig.
Aber je schneller das Ei den Boden berührt, Ja. desto Frischer ist es. frischer ist es. Und ich hatte einmal Eier vom Nachbarn im Toggenburg. Dachte ich mir, naja, wer weiß, wie lange die im Stall lagen, ne? Warum ist er in Toggenburg? Bitte mach das nicht. Ja? Und das ist so schnell runtergefallen, hatte ich noch nie gesehen. Echt, im wie ein Ernst? Stein. Bumm. Dachte ich mir, oh, Ja, das gut, ist das frisch. nicht. Das ist frisch. Jetzt sag gewesen. mal. Und das ist so. Ja, langsam. Nein, das ist so. Und Also, wie warum man's sind, aber aussieht. Moment, wir sind noch bei den Eiern. Warum sind sie oval? Das weiß ich nicht. Und die können ja rund sein. Naja, die müssen ja irgendwie rauskommen. Einmal das, genau. Es ist einfacher, wenn sie oval sind, glaube ich. Ja. Aber gut, sie können ja auch klein und Sie runter. kommen ja auch so raus wahrscheinlich, ne? Das Schmale oben. Oder das ist kommen nochmal sie eine so? interessante Frage, das weiß ich nicht. Aber sie sind oval, damit sie nicht vom Nest wegrollen. Wenn sie rausgehen, dann machen die nur so, dann rollen die nicht so weit weg. Und dann können die einfacher wieder zurückziehen. Ah, nicht schlecht. Das mache ich jetzt nicht, das gibt eine Sauerei. Also ich mache immer. Oh, nee. Ah, doch, genau. Ja, Geil. ist auch alles 6. Okay. Wenn natürlich noch tolle andere, wie schlage ich das Ei am coolsten auf, kannst du mir unten in die Unbedingt. Kommentare schreiben. Das wäre doch toll. Also, So. das ist halt ist ein bisschen abgekühlt. Bum, bum, bum. Dann tun wir hier die Zwiebeln rein und vielleicht so 2 Hände voll Parmesan. Parmesan. Nur den Parmesan, nicht den Genau, und dann mache ich beide. Ah, beide, dann mische ich die so. Es gibt 2 verschiedene Arten, wie man eine Frittata machen kann. Und zwar, wer Lust hat, das in der Pfanne zu machen mit Wänden, sie ist halt viel höher als ein Omelett, kann man sie auch im Backofen machen. Und zwar auf 180 Grad 15 Minuten im vorgeheizten Backofen. Wie viel verdienst du denn mit deinem YouTube-Kanal? Läuft schon richtig? Ab wann kriegt man Kohle? Gar nicht. Wie gar nicht? Da muss was laufen, verdammt doch mal. Hä? Ich glaube, das kriegt man erst, wenn man Ja, aber so du musst Produkte 8000 platzieren. Ich sag Ja. jetzt nicht die Namen, aber du musst Produkte platzieren. Ja, aber, Oder kannst du aber es die erst müssen einen doch fragen erst. So, ja, oder? aber vielleicht musst du es Oder meinst du, ich würde Du musst es andersrum machen. immer voraus Immer und schön dann sagen, platzieren und dann hinschicken und sagen, gucken Sie mal, was ich Schönes gemacht habe. Ah, das stimmt natürlich. Ah, genau, ja. Keine Ahnung. Jetzt hat sich die Butter aufgelöst und dann senkt sich sozusagen das Eiweiß. Also da, wo es so Bläschen gibt, muss ich auch erst so absenken. Dann macht man so auf mittlere. Zack. Schön auskratzen, ne? No food waste. So, bums. Verteilen. Dass alles schön anständig ist. Jetzt legen wir noch den Spargel. Ich würde ja gerne mal Salami machen. Das ist eigentlich mein Lieblingslebensmittel. Salami. Salami. Aber das ist doch das ungesundeste Fleisch. Den macht mich aber glücklich. Ich weiß, das ist eigentlich meine. Und essenstechnisch habe ich schon leider halt auch gern Kässpatzen. Was? Gute Kässpatzen. Also Spätzle. Also Spätzle mit Käse drauf. Knöpfli. Genau. Ja. Ah. Und dann oben da ist auch so schön mit Zwiebeln drauf, so ein bisschen so angedünstet. Ist der Käse bei den Kässpätzle schon im Teig eigentlich? Nein. Ah. Nein. Nee. Das schmeckt. Ah, jetzt kommt es langsam schon. Warte mal. Ja, das kommt sehr gut. Ah, jetzt machen wir die Tellernummer. Wie? Musst du umdrehen? Ja. Nein. Doch, wir machen Gibt's jetzt. da einen Trick? Rösti, wenn du Rösti machst. Ach so. Wie dreht man das am besten am schlausten um? Jedes Mal, dass es nicht auseinanderreißt. Ja, aber, Teller und dann reingleiten lassen. ja, aber tust du da noch Öl drauf oder irgendwas, damit es flutscht? Oder Wasser? Oder einfach nimmst du einen Teller, tust es rein und wie kriegst du es dann wieder in die Pfanne rein? Flutscht schon. Ah, siehst du? Manchmal flutscht es nicht so gut. Stimmt. Aber hier ist ja genug Flutschi drauf. Teller, einer der passt. Bums. Okay. Ja? So, und jetzt so ein bisschen enger gehen, weil es sehr schwer. Ja. Salah. Et Ui, voilà. Das sieht Jetzt lassen wir es reingleiten. Guck mal, sie ist. Ach so, schön. Siehst du es? Es gleitet. Oh, das ist natürlich perfekt. Gut, aber ja. Lustig. Also, Und jetzt gucken wir mal, was die andere Frittata macht. Die haben wir jetzt auf der einfacheren Variante. Also 180 Grad, 15 Minuten hat nicht gereicht. Wir haben jetzt... Ah, sieht super aus. sehr schön. So, wie ist das eigentlich auch? Die muss nicht braun werden. Oh, sehr gut. Ja, kommt schon. Nur mutig.
Ja! So. Sehr Einmal. So. Natürlich ein bisschen mehr Biss durch den Spatel. Bon Appetit. Danke, Siggi. Und? Was sagt er? Was sagst du? Was sagst du? Also echt gut. Gut salzig, also durch den Käse. Probier ich mit die andere. Und die ist ganz ein bisschen softer, die aus dem Ofen kommt. Auch gut. Man kann beides gut machen, oder? Was meinst du? Geil. Super. Schmeckt extrem fein, wirklich. Man kann die, Super. man kann die gut vorbereiten. Man kann die auch kalt gut essen. Tschüss! Ach so, bis zum nächsten Mal. Adios.